Willkommen zurück am 4. Juli. Heute Independence Day. Was sind das alles für Glasscherben hier am Boden mitten im Wald? Das nimmt ja gar kein Ende. Strange. Ja, ich habe heute ein bisschen länger gepennt. Wie gesagt bis 7:45 und dann bin ich los. Ich habe mir das jetzt so überlegt. Ich mache heute einen Nero. 10 Meilen ungefähr mache ich heute. Davon habe ich schon 2 vielleicht. Und dann trempe ich nach Milford. Das ist, keine Ahnung, vielleicht 10 Meilen von Unionville entfernt. Dort habe ich mir ein Hotel gebucht für 2 Tage. Ja. Also heute Nero, morgen Zero und Achtelfinale gegen Spanien. Ob es das wert war, wird sich morgen zeigen. Aber so kann ich vielleicht heute Abend ein bisschen Feuerwerk anschauen, mal sehen. Bei Independence Day wird ja groß gefeiert mit Feuerwerk und was weiß ich nicht alles. Das ist ein Riesenspektakel. Und Milford, was ihr hier für einen Krach macht die ganze Zeit, ne? Hier das Streifenhörnchen, da das Eichhörnchen. Also heute Morgen ist hier Hochbetrieb. Was mir hier vor die Füße flitzt die ganze Zeit. Ja, Milford auf jeden Fall. Und Samstag checke ich wieder aus. Und dann geht's weiter. Hier ist Hochbetrieb hier heute. Am Independence Day. waren gerade schon die Cops da. Und haben mir durch ihre Lautsprecher durchgesagt. Also, wer hier nicht unbedingt stehen muss, der macht sich sofort wieder vom Acker. Ansonsten ruft er den Abschlepper, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Klare Botschaft. Ich bin jetzt an diesem Punkt angekommen. Also ich habe 11,5 Meilen jetzt gemacht. Für heute, also ein guter Nero. Ich habe mir ein Abertaxi bestellt, weil das doch ziemlich verzwickt ist hier. Man könnte hier schon trampen, aber vorne ist dann wieder eine riesige Kreuzung, die dann auf einen Highway führt. Und dann wird es ein bisschen tricky, auf dem Highway zu trampen. Ja, kann man machen, man kann es aber auch lassen. Und ja, der Aberspaß kostet mich jetzt $15 oder was. Und dann weiß ich komme safe an. Ich lasse mich zu einer Tankstelle fahren, die hat vielleicht offen. Ich hoffe, dass die offen hat. Feiertag, Geschäfte glaube ich nicht, auch wenn im Internet steht, sie haben geöffnet. Ja, werde ich sehen. Tankstelle denke ich, die hat auf. Dann kann ich mir noch ein bisschen was, ein paar Snacks holen, ein bisschen was zu trinken. Und von der Tankstelle bis zu dem Hotel, wo ich bin, ist auch nicht weit. Also ich glaube höchstens 1,5 Meilen oder so, das kann man laufen. Zur Not trampen, das ist kein Stress. Und dann sind wir da. Genau. Ansonsten ist hier nicht viel passiert. Der Weg war steinig wie immer. Allerdings habe ich noch einen Bären gesehen. Noch einen Schwarzbären. Aber auch nur ganz kurz. Also, wir haben gesehen, er hat mich gesehen und schwupps war er fort. Er war noch ein bisschen jüngerer, der war nicht ganz so groß. Aber ja, cool. Der zweite Bär auf dem Trail. Ja. Ja, das ist Stand der Dinge. Willkommen in Milford. Und ich bin wieder in Pennsylvania. So schnell kann es gehen. Ja, liegt alles nicht so weit auseinander. Ich bin angekommen, hat alles wunderbar geklappt mit meinem Abertaxi, wie immer. Also mega freundlicher Fahrer gewesen. Hat mich direkt hergefahren, alles easy. Ja, durfte auch direkt einchecken, also Zimmer war fertig. Und no, I don't. Just going to the Walmart. Okay, everything's okay? Yeah, perfect. Das war der Herr von der Rezeption, auch ein ganz netter. Ja, das ist das Scottish Inn. Weiß ich nicht, was das mit Schottland zu tun hat. Ja, also ich habe Zimmer bezogen, alles gut. Ich habe auch direkt abgecheckt, ob mein Kanal am Start ist. Also
Fox läuft, also kann morgen Fußball starten und Wege, die gewinnen nicht. Nice. Ja, ich mache mich jetzt direkt mal auf den Weg zum Walmart. Dinge einkaufen, die notwendig sind. Dann brauche ich es morgen nicht mehr tun. Dann habe ich morgen einen schönen, gechillten Tag. Muss mich nicht aus dem Bett bequemen. Aber jetzt muss ich erstmal ein paar Meilen laufen. So 1-2 Meilen, glaube ich, muss ich jetzt da in die Richtung. Schön am Highway entlang, wie immer. Bis später. War das eine schwere Geburt gerade im Walmart. Also nicht das Einkaufen per se, sondern das Bezahlen und an der Kasse stehen. Also ich war bestimmt jetzt eine halbe Stunde am Stehen und an der Schlange. Hunderte von Leuten, 3 Kassen offen. Und ja. Also ich kenne das ja bei uns, wenn 2 Feiertage ins Haus stehen, dann hamstern die Leute auch wie bekloppt. Aber hier ist ja heute Feiertag und die Geschäfte haben offen und morgen haben die Geschäfte auch offen. Also verstehe ich gar nicht, warum das so abgeht hier. Naja. Und jetzt warte ich noch, bis es aufgehört hat zu regnen. Das ist gleich vorbei. Sieht man wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt losgehe, dann bin ich bis zu meinem Hotel klitschnass. Da ist eine Viertelstunde zu laufen, 20 Minuten. Ja, deswegen warte ich jetzt hier noch kurz. Dann gehe ich zurück, hole mir noch einen kleinen Snack bei da ist ein Imbiss noch dabei. Und dann ist der Tag auch schon rum. Wir wissen das jetzt. Ja, es ist kurz vor 4. Wird Zeit, dass Feierabend wird für heute. Jo. Willkommen zurück auf dem Trail. Heute am Samstag, den 6. Juli. Ja, Freunde, wir sind wieder da wo wir hingehören. Über das Spiel Deutschland-Spanien gestern verliere ich jetzt kein Wort. Ja, mal verliert man, mal gewinnt man. So. Ich habe heute schön gefrühstückt. Ich war im Diner noch, habe dickes Omelett gegessen und Kaffee, French Fries. Bin gut gestärkt, habe mich gestern gut erholt. Gestern hat es ewig lang geregnet. Also ich glaube, die ganze Nacht hat es durchgeregnet, von 12 bis 6 Uhr morgens. Dementsprechend schwül ist es heute. Es ist unfassbar, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Es soll heute auch 33 Grad bekommen. Also ich bin jetzt seit ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde wieder unterwegs. Noch keinen großen Anstieg gemacht und bei mir klebt schon alles. Ich bin schon komplett nass, ohne dass ich mich groß angestrengt habe. Also heute wird ein ekliger Tag. Heute wird ein klebriger, feuchter, warmer, heißer Sommertag. Ja. Groß Feuerwerk hat man nicht gesehen, weil das Wetter sehr schlecht war. Also es war sehr bewölkt. Also ich habe es gehört, aber hat man nicht viel gesehen, leider. Ging aber auch nicht lange. Ich glaube 10 Minuten, Viertelstunde und dann war das Feuerwerk auch schon wieder vorbei. Ja. Ihr wisst Bescheid, ich habe mich jetzt hier gerade mal noch bedient, ein bisschen gescoopt, 1,5 Liter Wasser, weil heute werde ich extrem viel Wasser lassen und deswegen muss ich auch ziemlich viel Wasser wieder zuführen. Das wird schön spaßig heute und die Steine kommen auch noch dazu. Genau, so, alles klar. Dann drehen wir erstmal ein paar Runden hier, schrubben ein paar Meilen und dann sehen wir uns später wieder. Schau mal einer an, was ich gefunden habe. 2 schöne Stühlchen. Einer hat mir gesagt, setz dich mal bitte 5 Minuten hin und entspann hier ein bisschen. Kann ich nicht nein sagen. Da muss ich schon mal kurz platzen hier. Ein schönes Fleckchen. Ich bin so nass. Ich bin schon so nass. Das ist so eklig. Es geht zwar ein bisschen Wind, aber it's just a drop of the hot stone. Ach ja, schön hier. So, was ihr hier so seht im Hintergrund, ist alles Moor, Sumpflandschaft. Auch wenn es jetzt nicht so den Eindruck macht. Aber gehst du da rein, bist du weg. Schlürp. Hol dich Mutter Erde. Ja, dringende Warnhinweise gewesen und Biotop und was weiß ich. Also hier ist Dangerous Area. Ja, und wir laufen hier wieder so einen kleinen Korridor entlang.
Straight ahead. Bis jetzt ist alles noch sehr seicht. Keine großen Anstiege. Hier auf der anderen Seite ist auch so ein mehr oder weniger Dschungel. Ich mag das. Ja, ich bin hier vorher durch so ein kleines Nest durchgelaufen. 4 Häuser. Saß jemand auf dem Bänklein, auch ein Hiker. Sagt, hier, wenn du Wasser brauchst, am Haus ist ein Wasserhahn. Kannst dich bedienen. War echt geil. Wasser aufgefüllt. Gesagt, im Kühlschrank ist noch ein Bier, falls du das willst. Sag ich, klar. Für umsonst sag ich nie nein, ne? Haben uns noch hingesetzt, kurz ein Bier getrunken zusammen. Und ja, geil. Einen wunderschönen guten Morgen an der Stelle. Ich bin heute Morgen nicht allein. Ich habe 3 Kumpels hier bei mir. Die schauen mich alle an. Das ist so geil. Hört ihr das? Wenn ich die Kamera drehe, man wird es wahrscheinlich nicht sehen. Ich kann halt nicht zoomen mit der GoPro. Da sitzt einer. Hier. Da oben sitzt einer. Und da sitzt der ganz dicke. Dicke, fette Eulen. Richtig dicke Dinger. 3 Stück an der Zahl. Mega geil. Ja. Wie sie mich angucken, das ist so gespenstisch. Keiner rührt sich, alle gucken sie mich an. Das ist so geil. Lass ich mal in Ruhe und setze mich mal kurz hin. Ja. Gestern hat man nicht mehr viel gesehen von mir, das hatte auch seinen Grund. Also ich habe gestern so 14 Meilen oder was gemacht. Habe mich dann hier an diesem kleinen Wasserlauf niedergelassen. Ich habe mein Zelt wieder abgebaut, ich bin aufbruchbereit. Ist das ein Zelt? Nee. Gestern war krass. Also meine Schuhe sind noch nass. Meine Schuhe, innen drin. So lief mir der Schweiß gestern runter. Also hier vollgesaugt und dann da, die sind noch voll komplett nass und es ist alles noch nass. Ich habe jetzt ein zweites Paar Socken angezogen und die anderen Paar Socken, weil die auch nass sind natürlich, vom Schweiß. Erstmal zum Lüften, zum Trocknen an den Rucksack dran gehangen. Gestern war krass. Also es war nicht mal die Temperatur, es war einfach diese unfassbar hohe Luftfeuchtigkeit, die dich so gebumst hat. Also mich macht die zumindest richtig fertig. Und die Temperatur natürlich genauso. Ja, da war ich hier gestern gut schön alleine gewesen, bis auf meine 3 Kumpels. Die waren gestern Nachmittag auch da. Also die haben ja so ein bisschen ihre Hut, glaube ich. Und heute Morgen habe ich dieses unverkennbare Pfeifen schon gehört. Dann wusste ich genau, geil, ich frühstück mit 3 Eulen heute Morgen. Tick, Trick und Track hier. Ja, habe ich mir gedacht, weil heute wird es auch wieder warm. Also, aber die Luftfeuchtigkeit, man merkt, das ist nicht mehr so ganz so krass. Weil sonst würde ich jetzt schon wieder anfangen zu schwitzen. Es ist leider schon wieder 8 Uhr. Ich sag leider, weil ich eigentlich schon wieder viel früher losgemacht hätte. Bin auch gestern wirklich zeitig ins Bett, aber gegen 9, halb 10 ging hier im Wald der Krieg los. Also übelst die Schießerei, Böllerei, keine Ahnung. Ich dachte, das sind aus sämtlichen Richtungen kam das Geballere. Also ich habe echt nicht zuordnen können, was es ist. Ob hier Manöver irgendwie stattfindet vom Militär oder ich habe keine Ahnung. Also hier wurde rumgeschossen. Das hat sich auch eine Stunde lang gezogen. Also bestimmt bis um 10, halb 11 oder so. Und irgendwann hat man dann so diesen Nachklang gehört. Da war hier gestern ewig Feuerwerk noch. Also habe ich dann rausinterpretiert, dass das ein dickes Feuerwerk war. Warum auch immer. Also 4. Juli ist nicht mehr. Also weiß ich nicht, ob da gleich ein anderer Feiertag hinten dran war. So gut kenne ich mich da nicht aus. Aber was soll es sonst gewesen sein? Also die müssen was zum Feiern gehabt haben gestern Nacht. Abend. Nacht. Ja, lag ich mal im Zelt und konnte nicht pennen. Es war auch, das ganze Zelt, also alles klebt. Es ist so eklig, ne?
wenn ich heute mal irgendwie in den See springe oder so, bevor ich aufhöre zu wandern. Ich weiß nicht, wie weit ich heute mache, aber heute mache ich auch nicht so den Riesensprung. 15 Meilen vielleicht, je nachdem, wie die Sonne ballert und ich Schatten habe oder nicht. Weil andere Leute, die kommen mit der Hitze richtig gut klar, das habe ich mitbekommen, aber bei mir ist das schon immer so, also seit ich denken kann. Also meine Klimaanlage, die ist einfach utopisch krass. Was ich schwitze, was ich Wasser lasse, das ist... Also ich habe ja auch Angst um meinen Rucksack, dass die Riemen irgendwann reißen durch das ganze Salz. Dass das den Stoff zusammenfrisst oder was und irgendwann laufe ich und schwitze und dann hänge ich da mit einem Strap, mit einem Shoulder-Strap. Ist krass. Und dann musst du natürlich auch gucken, dass du trinkst und trinkst und trinkst. Gerade ich dann. Und wenn du dann auch einen Anstieg hast, einen krassen, und denkst du dir, ist ein Engelchen gegen Teufelchen, nimmst du jetzt noch eine extra Bottle Wasser mit oder nicht? Aber meistens musst du fast eine mitnehmen, weil wenn du oben bist, lässt du sowieso gleich mal 1 Liter Wasser weg. Und dann hast du wenigstens noch einen für bis zur nächsten Wasserquelle. Und die sind halt auch, wie gesagt, rar. Ja, so ist das. Also Sommer ist schon hart hier. Deswegen wollte ich eigentlich wieder schön früh aufstehen, 4 Uhr losdackeln. Aber wie gesagt, wenn du halt auch keine Regeneration hast, dann brauchst du auch nicht groß loswandern, weil das dann auch scheiße ist. Dann fühlst du dich den ganzen Tag schlapp und so. Da habe ich gedacht, komm, schlaf lieber noch ein bisschen weiter, bis dein Körper dir sagt, komm, bist fit. Und das hat er getan, bis um 6:30 leider Gottes. Und dann bin ich aufgestanden und jetzt ist 8 Uhr und jetzt bin ich aufbruchbereit. Ich habe ein bisschen was gefrühstückt, ich habe Wasser dabei und ja, mal sehen, wo es uns heute hin verschlägt. Ja, also die großen 20 Meilen werden es heute nicht mehr werden. Mal sehen. Wir gehen einfach mal in den Tag los. Gucken, wie schön heiß heute wird, ne? Alles klar. Grüße von meinen Eulen soll ich euch ausrichten. Das ist so geil. Das sind die ersten Eulen, die ich hier deteckt habe. Mama-Eule und zwei Buddies oder was? Ich weiß es nicht. Aber ich dachte immer, das sind irgendwie Nachteulen, ne? Nachttiere, aber ja. Wisst ihr Bescheid, ne? Wir laufen hier schon seit geraumer Zeit aus so einem Steg entlang, weil das auch wieder alles Moor ist und Sumpf und Schlamm und Schilf. Auch sehr geile, unberührte Natur hier. Es trocknet halt auch nichts. Ich habe alles draußen am Zelt irgendwie gehabt, die Socken, die Hose. Kannst vergessen, also es trocknet nichts. Ein bisschen, aber ansonsten alles noch genauso feucht und klebrig und klamm wie gestern. Irgendwie ein eiskaltes Becken jetzt, wo du reinspringen kannst mit allem, bin mir wurscht. Da ich sofort dabei. Hikers do not approach the cars. Aha. Was sind die überhaupt? Vorne flacken sie. Mal zum Parkplatz. Vielleicht gibt es da ein bisschen Wasser. Watercatch. Da flacken sie im Schlamm oder was. Ja, ihr liegt halt auch fast nicht nah am Trail, ne? Okay. Ich hoffe mal, ihr werdet euch mit mir arrangieren. Ich liege halt einen Meter vom Trail entfernt, da vorne flacken sie. Naja, entweder suchen sie es weiter oder sie bleiben entspannt liegen. Ach, die saufen. Ach, die trinken? Ja. Guten Tag. Hallo. Alles gut. Alles gut. Guten Tag. Ihr habt Spaß hier, hä? Ihr habt Spaß hier, das sehe ich schon. Das einzige Wasserloch hier. Ja, gönnt euch mal.
bin weg. Macht's gut. Da kommen schon wieder mir Leute entgegen. Das wird aber eng auf dem Steg hier, Freunde. Wollt ihr warten, bis ich da bin? Na, vielleicht denken sie ja mit. Er ist ein Amerikaner, ist immer schwer. Oh. Der erste Aufstieg des Tages ist durch. Rund 400 Meter oder was das jetzt waren. Es ist ganz schön Betrieb hier auf dem Weg, beziehungsweise den Berg hier hoch. Das ist nicht verwunderlich hier. Aber es ist Montag, ja gut, die haben alle Ferien, ne? Also von dem her. Ja, ich habe eine schöne Aussicht, auf jeden Fall jetzt. Gerade momentan. Es sind schon ein paar Leute hier. Und da, wenn ich jetzt runterschaue, wo ist es? Da. Von da bin ich gekommen, unten sehe ich 3 kleine schwarze Punkte, das sind die Kühe. Das sind die 3 Kühe. Oder 4 waren es ja. Ja. Noch hält sich in Grenzen mit der großen Hitze auf jeden Fall. Also ich bin durchgeschwitzt, aber es geht schlimmer. Es geht noch schlimmer. Also der komplette Duschvorhang, der ist noch nicht am Start, aber kurz davor. Jetzt noch, glaube ich, 3 Meilen zu einem Shelter und dann werde ich erstmal gediegen Mittag machen und dann weitere Pläne schmieden, wie wir weiter verfahren mit dem Tag heute. So, wenn du im Schatten den Berg hochläufst, ist es 1000-mal anders wie in der prallen Sonne. Das ist einfach so. Und das Gewicht, was du mit hochzehrst, immer. Ich muss echt noch Gewicht loswerden, ohne Mist. Aber wo? Naja, mal sehen. So Freunde, wir haben ein Plätzchen gefunden für heute. Ja, heute war nur so ein halber Tag, auch mehr oder minder. Relativ spät losgekommen, die Sonne knallt. Ich habe hier ein schönes halbschattiges Plätzchen für mein Zelt entdeckt. Ja, wir haben gemacht so 11 Meilen. Gestern 16, heute 11. Morgen geht mal wieder ein bisschen mehr, aber am Morgen stehe ich auch wirklich wieder zeitig auf, weil das ist es einfach wert. So, dann kommt man hier raus und schon ist man auf diesem, wie heißt der gleich wieder, Appalachian Trail. Genau, da bin ich hergekommen, da muss ich morgen hoch. Ja, jetzt sieht das hier so aus. Ich gehe nicht ganz runter, nur so ein kleines bisschen. Man hört es ja auch schon. Hier ist ein Flusslauf oder ein Bach halt, ne? Und hier ist so eine coole Stelle, also hier habe ich erstens Wasser ohne Ende. Hier kann ich meine Socken mal kurz durchkneten und aufhängen und trocknen lassen. Und ich kann hier schön in den Pool springen. Und mich hier schön erfrischen. Also falls halt nicht gerade irgendwie ein Hiker kommt und sich hier sein Wasser auffüllen will, aber das passiert vielleicht alle 2 Stunden einmal. Und von dem her glaube ich, ist das ganz geil, wenn ich mich da heute Nachmittag schön rein chill. Es kommt auch nicht mehr so nichts mehr, wo man sagt, okay, wir machen jetzt noch 5, 6 Meilen und dann, ja, solche Spots, die sind halt nicht so, sind eher Mangelware. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich den jetzt hier habe. Und ja, morgen habe ich schon abgesteckt, morgen wären es 22 Meilen. Wenn man da um 4, halb 5 losgeht, müsste man bis um 14 Uhr oder so, 14 Uhr, halb 3 oder was, ist das schon machbar. Aber wir müssen wieder ein paar Meter machen, ein paar Meilen machen. Also es wird zum Schluss raus doch noch ein bisschen eng. Aber wir haben immer noch Anfang Juli. Ich will schon gucken, dass ich den Juli jetzt hier, ich habe Juli, August, dass ich 1700 auf jeden Fall mache bis Ende des Monats. Auf jeden Fall. Dann den August nochmal durch und ein bisschen was vom September. Ja, ich muss wieder ein bisschen mehr Gas geben, jetzt habe ich schon gemerkt. Von dem her, wir lassen es uns heute gut gehen. Wir gehen hier heute mal schön baden in den Pool. Jetzt mache ich ein kleines Nickerchen, ich habe gerade gegessen. Morgen früh gleich mal schön Frühsport. Geil. Ich habe heute auch geschwitzt, aber nicht so bestialisch wie gestern, sodass mir der Schweiß in die Schuhe lief. Also so heftig war es heute nicht.
Ja gut, die große Hitze kommt ja jetzt erst noch. Also Wetterbericht sagt, die Temperatur steigt kontinuierlich an. Und bis 13, 14 Uhr 34 Grad. Ja, morgen dasselbe Spiel, aber Gewitterrisiko erhöht sich natürlich dann dementsprechend. Okay, alle klar. Der heutige Tag ist rum. Es ist Montag, 7.7. Und dann sehen wir uns morgen. Morgen wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen dunkler sein, wenn wir uns zum ersten Mal sehen. Und genau, bis dahin, macht's gut und tschüss. So, hier sind wir wieder am Morgen des 8.7. Montag. Gestern war nicht Montag, gestern war Sonntag. Ist immer so eine Sache mit den Thru-Hikern, die wissen nicht immer, wann was ist. Also es ist auch vollkommen wurscht. Genau, Montag heute. Mittlerweile ist es hell. Ich bin losgegangen, da war es dunkel. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden, um 5 Uhr losmarschiert. Es ist einfach noch so angenehm von der Temperatur. Es ist so angenehm zu laufen. Es ist anstrengend auch, weil viele Höhenmeter heute dabei sind. Ich bin schon wieder nur am Kraxeln. Also hier der Unterboden, ne, also Wanderwege sieht man nicht viel. Da viele Steine und Felsen und da bin ich gerade unterwegs. Genau, habe auch schon 7 Meilen jetzt ungefähr gemacht. Heute will ich ja ein bisschen längeren Tag machen und muss wahrscheinlich in 3, 4 Meilen noch mal kurz in den Supermarkt, weil danach kommt ewig lang nichts mehr. Zumindest 2, 3 Mal Reis kaufen und nur ein paar Riegel, dass ich nicht irgendwie in Bredouille komme. That's it. So sieht's aus. Ich verlasse gerade übrigens auch New Jersey. Staatsgrenze New Jersey. New Jersey. Und hier, willkommen im Bundesstaat New York, Freunde. Nächster Bundesstaat. Ja, New Jersey war jetzt nicht lange dabei. Ein paar Meilen. Und schon sind wir wieder raus. So. Now welcome to New York. Ja, mal sehen, was das heute wird. Ich habe eine gute Geschwindigkeit heute drauf, weil ich mir sage, so komm, solange die Sonne noch nicht knallt, wie bescheuert, gibst du mal ein bisschen mehr Gas. Und dann schaffst du auch mal in 2 Stunden 6,6 Meilen. Auch mit Aufstiegen, weil es ab und einfach viel leichter fällt, wenn die Luft noch schön angenehm ist. Da kann jeder sagen, was er will. Das ist so. Ja, Kamera. Hast dich wieder mal ausgeschaltet, ohne Grund. Ganz ehrlich, muss ich mich mit arrangieren, ist mir wurscht. Ich reg mich über dich nicht mehr auf. Das ist einfach ein Stück Hightech-Blödsinn. Seinen eigenen Kopf hat. Bin ich ja noch richtig? Also ich bin ja auch schon 2, 3 Mal wieder falsch gelaufen heute Morgen, weil sie hier wieder sehr sparsam sind und teilweise erkennst du halt auch nicht. Hier noch ein bisschen, da an dem kaputten Baum. Ja gut, kannst du nicht verlangen, dass die hier jedes Jahr mit Eimer und Farbe und Pinsel durchlaufen und die Marker neu machen hier. Ne, aber seht schon, mit Wanderweg hat das hier nicht viel zu tun. Das ist hier mehr eine Kletterei. Und die Nacht war auch ruhig. Ehrlich gepennt. Ich habe meinen Wecker nicht gehört. Meinen Wecker habe ich nicht gehört. Keine Ahnung, irgendwann war ich wach. Gucke ich so auf mein Handy. Das ist schon 7 Minuten nach 4. Was soll das? Normalerweise höre ich den Wecker immer. Ich hatte halt Oropax auch drin. Und ja. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, dann war ich ein bisschen verärgert über mich selbst, schon wieder eine Stunde verschenkt. Oh. Und dann aus dem Zelt gekrochen. Und Attacke.
Ich stehe jetzt gerade, ne? Das ist horizontal hier. So, stehe ich hier. Da muss ich jetzt hoch. Da. So geht das die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Du kommst dir vor wie so ein Videospiel. Hügelchen hoch, Hügelchen runter. Hügelchen hoch, Hügelchen runter. Highscore geknackt, wieder runter und der nächste. Also, da ist der Baller hier. Ohne Mist. Ja, halbe Stunde noch, dann kommt eine kleine Abzweigung und dann geht es nach Greenwood, was weiß ich, Lake. Und ich werde wahrscheinlich schon mal kurz runter gucken müssen. Bisschen was einkaufen. Auch wenn ich dadurch mit Sicherheit eine Stunde verlieren werde. Ist es halt einfach so. Ich habe geguckt, also die nächsten Meilen kommt einfach nichts. Und ich habe jetzt noch für 2 Tage, 2,5 Tage max was zu essen dabei. Also ein bisschen Reis oder was. Mal gucken, ey. Bock habe ich überhaupt keinen da, die Abzweigung zu nehmen, weil es ja wieder unnötig ist. Aber irgendwo ist es dann doch nötig. Dann habe ich noch gelesen, man sollte vorsichtig sein, wenn man die Abzweigung nimmt. Weil da unten läuft wohl eine dicke Bärenmama rum mit ihren 4 Cups. Mit ihren 4 Babylines. So, ich bin in Green Lake Wood oder Greenwood Lake oder wie man auch immer das schimpft. Hab ein bisschen was eingekauft, war jetzt gerade hier in The Grill. Hab mir noch ein Omelette gegönnt, wenn ich schon mal hier bin und die Möglichkeit habe, was Warmes zu essen, dann mache ich das auch. Ja, habe ich eigentlich wieder alles soweit. Bis auf Akku. Ja, aber hält schon noch ein paar Tage. Hoffe ich. So, und jetzt heißt es so schnell wie möglich irgendwie wieder zurück auf den Trail kommen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich werde den Weg, den ich gekommen bin, nicht zurückgehen. Ich gehe die Parallelstraße jetzt hier geradeaus. Das sind vielleicht so schätzungsweise 2-3 Meilen. Dann geht das so eine Schleife und dann kommt das Lost and Found Hostel. Und von diesem Hostel geht der Weg wieder auf den Trail. Boah, jetzt ist es 10:30 und jetzt fängt die Sonne an, Spaß zu finden. Aber jetzt nochmal zurückgehen da, das wäre bescheuert, glaube ich. Ich würde jetzt normalerweise da oben auf dem Bergkamm rumtollen. Jetzt laufe ich ausnahmsweise hier in der Stadt rum. Hat ja auch seinen Grund. Trail Angel, ja. Der schwirrt hier gerade in der Gegend rum. Hat mich hier direkt am Ding wieder rausgeschmissen am Trail. Bin wieder da, wo ich hingehöre. Prima. Muss nicht den ganzen Berg hochlaufen. Man muss halt auch mal Glück haben im Leben. Ja. Der Stone Lakes hat momentan nicht so viel Glück. Dem haben sie den Bank-Account gehackt und $7.000 runtergeholt. Hat er mir erzählt gerade. Cooler Typ. Yes, Sir. Er ist so einwandfrei. So, kurzen Check, was die Uhrzeit sagt. Das ist Punkt 11. Jo, ich habe noch 10 Meilen zu gehen. Mittag haben wir gemacht, wir sind gestärkt. Ich habe mir noch einen schönen Mountain Dew reingepfiffen, dass ich schön auf Zucker und Koffein bin. Und dann ballern wir noch den Rest hier gar fertig. Ein paar Anstiege haben wir noch. Er hat auch gesagt, ich soll mega aufpassen, weil heute sagt er extrem heiß an. Irgendwas mit 105 Fahrenheit. Also ja, was halt hier so bei uns 36, 37 Grad entspricht. Und ja, nice. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte ja schon Sorge, dass es voll nach hinten losgeht, jetzt da runter zu dackeln in die Ortschaft. Und meine Resupplies zu erledigen. Aber tippitoppi, Freunde. So, dann können wir wieder weiter wandern und weiter schwitzen. Oh, wo ich da draußen saß und habe mein Omelett geschlürft, nicht doof, gegessen. Da schlürft man Omelett. Das war so schön, da ging so eine schöne Brise noch. Die Hose ist wieder einigermaßen trocken. Das Oberteil. Und ja, lange Rede, will ja gar keinen Sinn. Wir machen Meter. Tschüss. Mann, wie habe ich sie vermisst. Meine Steine. War jetzt mal wirklich schön, eine Stunde ohne Steine zu laufen. Der Akku ist wieder fast leer.
die unten auch langlaufen können. Ne? Ja. Was man ja alles tut hier. Dass man ja auf dem White Blaze bleibt. Da dann schreien auf uns komme ich runter. Oh, eins muss ich sagen. Die Knie merke ich heute wieder ein bisschen, muss ich sagen. Das war schon wieder ein Deutsch, Mike, ey. Eins muss ich sagen. Knie tut mir weh, eins muss ich sagen. Blöd, Mann. Ach komm, hör da auf. Hör da auf. Ja, so zieht sich das. All day long. Da freut man sich einfach mal über einen ganz vernünftigen Wanderweg, aber da wäre ja viel zu einfach. Wir gehen hier auf dem Bergrücken spazieren. Was ist denn das da vorne eigentlich? Ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster bei diesem dicken Lego-Stein da in der Mitte des Berges, dass ich da in einer halben Stunde aufschlagen werde. Und mir die Aussicht anschaue. Der ist schon prädestiniert für den Aussichtspunkt. So, wir müssen runterwärts. Oh yeah. Ja, hier spürt man halt die Knie, ne? Das ist so. So, ich glaube, jetzt brauche ich alle beide Hände. Wie mache ich denn das jetzt? Na komm, ich lasse die Kamera einfach mal bauen hier. Ah! Ja, das ist schon auch, das schlaucht schon auch hier. Die Kraxlerei. Gerade jetzt zur Mittagsstunde. Macht das besonders viel Spaß. Leckomate. Ich bin am Ölen. Ja, jetzt sind wir hier auf der Plattform. Da oben waren wir vor nicht allzu langer Zeit. Weißt du, man könnte auch hier theoretisch einfach ganz gemütlich hier außen lang gehen. Zack, weißt du. Aber nö, das ist ja spaßbefreit. Außerdem schinde ich mich ja gerne. Ich spüre meinen Körper gerne. Jetzt aber nur hier Langdackeln brauchen. Alter, das wird zermürbend jetzt die nächsten Stunden. Ach du Scheiße. Ich habe mich gefreut. 0,7 Meilen auch und dann bin ich da. Ich mir gedacht, komm gleich mal schön Wasser über den Kopf und geil, ne? Ich bin komplett nass. Ich habe auch mein Shirt ausgezogen, das ist hinten auf dem Rucksack und versucht ein bisschen zu trocknen. Ja, Höschen hier komplett durch. Ich habe vor 1-2 Stunden angehalten auf dem Trail, mitten auf dem Berg. Keiner kam. Ich mir instantly die Panty, also diese hier, vom Leib gerissen, habe die ausgewrungen, einen Liter Schweiß rausgepresst, wieder angezogen und weiter. Genau, dann bin ich weitergegangen und so weiter, ne? Und dann kommt schon wieder so ein Arschlochstein, wo ich mir meinen linken Zeh, wo ich denke, jetzt wird es langsam besser, wieder richtig hart an. Richtig schön mit Pfeffer, dass es gekracht hat, ja. Fuck! Und dann ist es aus mir rausgebrochen. Dann habe ich geschrien. Das sind auch Schmerzen, Freunde. Das sind
30, 40 Meter weiter unten, welche sitzen und machen gerade Pause. Die sind gleich hochgerannt. Hey, is everything fine? Are you okay? Are you injured? Or whatever. Sag ich, nee, alle klar. Ich habe mir nur in meinen Zeh angestoßen und das schon zum 1000. Mal. Ja, hat man gleich Gesprächsthema, haben wir gleich gelacht und so weiter. Ne? Ja. Ich habe noch einen Anstieg. Hoffe ich. Und der hat's in sich. Der führt nämlich da lang. Sieht man da einen Weg? Nee, ne? Genau. Ja, Freunde. Ihr kommt jetzt mal auf den Kopf. Komm mal ran da. Komm mal her, hier so. Zack. Ist das einigermaßen so, wie es sein soll? Ja, ne? Komm, da hoch so. Dann hält das Ding ordentlich. Und dann nehme ich euch mal mit hoch hier. Alter Lachs. Hier. So, jetzt geht's erstmal schön hoch hier. Schön hoch hier. Den Weg mal ein bisschen finden, erkunden. Alter Lachs. Alter Lachs. Oh no. Ist halt alles auch nicht so ungefährlich hier. Gott sei Dank ist Schatten. Weil mit dem Rucksack, der zieht dich mal ganz schnell nach hinten durch. Und dann liegst du da. So, gehe ich links oder rechts? Links oder rechts? Komm, wir gehen rechts. Drauf gekackert. Schnief. Oh, Junge. Meine Knie heute, die werden es mir danken. Also es ist ein reines Auf und Ab heute. Also so krass hatte ich das ja noch nie. Soll einer sagen, Pennsylvania ist richtig schön flach. Dem, keine Ahnung, mit dem stimmt irgendwas nicht. Alter. So, nur da oben ist mein Blaze. Ist schon echt abenteuerlich hier. Jetzt sind schon ganz andere Leute hochgelaufen. Ja, gelacht oder was? Aber es schlaucht schon. Ich bin ja auch nicht erst seit einer Meile auf dem Trail, sondern seit fast 12 Stunden. Alter, jetzt wird's eklig. Aus dem Sitzen hoch? Ja gut, mit allen beiden geht das schon. Nice. So, komm, ran da. Ran da. So, das war's noch nicht, das war mir fast klar. Kommt immer alles anders, als man denkt. Alter Lachs. Was ich heute schon Wasser gelassen habe. Einmal auf Toilette. Und das war heute Morgen. Brutal. Kommt vielleicht auf dem Video gar nicht so rüber. Ist eine Steilwand. Das ist einfach eine gottlose Steilwand, die ich hier hochlaufe. Ich bin ja schon so ein bisschen bergerfahren, aber das ist auch für mich eine neue Belastung. Eine neue Art der Belastung hier. Ach ja, es hat übrigens noch 35 Grad. Mal kurz schnaufen hier. Ich glaube, wir haben es gleich. Oh, Junge. Brutal. Das ist halt echt kein Wetter für so einen Berg. Absolut nicht. Aber das nützt nichts. Wahnsinn. Ja, Feierabend für heute. Menschenskinder. Ich hoffe, ich habe mein kleiner Aufstieg gefallen. Ja, so kämpft man sich hier durch die Prärie, durch die Appalachen von New York. Mir tut doch echt
alles weh, also Beine, Füße. Wir haben ja, knapp 22 Meilen, also eigentlich ganz haargenau 22 Meilen gemacht seit heute Morgen. Von 5 Uhr bis 16 Uhr, also 11 Stunden auf dem Trail, kannst eine Stunde Pause abziehen, 10 Stunden durchgeballert, 22 Meilen. Und irgendwas mit 1300 Höhenmeter. Aber halt auch wieder nur heute hier so. Also das zieht schon echt teilweise an der Substanz. Ich meine, das macht schon Spaß. Aber da kommst du dir vor wie so ein Hamster. Du denkst dir, wann ist denn das vorbei? Wann hört denn das auf? Und ja, mein C hier. Na, gucken wir mal. Machen wir mal einen Zehencheck hier. Da sind wir noch ein bisschen dick. 3-mal habe ich mir heute richtig hardcore angehauen hier. Also entweder wird er immer dicker und ja gut, hier kann ich ein bisschen bewegen. Lecker Füßchen, geil. Den soll er jetzt mal schnuppern, was die für ein Aroma haben heute. Apropos, ja, ich muss mich jetzt erstmal eine halbe Stunde, 3/4 Stunde einfach hinlegen und nichts tun. Und ich habe mal ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, trinken, 1 Liter. Dann muss ich runtergehen und dann nehme ich mir mein Cup mit und dann gibt es hier einen Eimer nach dem anderen auf dem Kopf. Da wird erstmal abgeduscht hier ein bisschen. Das ist auch so ein kleiner Biberdamm hier, aber das Wasser ist kalt, es ist klar und ja, es stinkt nicht, also fällt dann rein damit. Das passt schon. Und ich, ja, werde mich ein bisschen erfrischen, aber erstmal hinlegen, ganz Ruhe. Ja, krasser Tag, auf jeden Fall, ohne Mist. Gucken, was morgens abgeht. Ja, auf jeden Fall wieder Futter. Es war schon echt gut, dass wir nach Greenwood Lake nochmal einen Abstecher gemacht haben, ein bisschen was eingekauft haben. Das war auf jeden Fall gut. Jetzt sind wir wieder gerüstet für die nächsten 4 Tage oder was. Ne? Alles klar. Kein Schwein hier, außer mir. Ja, es ist 4 Uhr. Wie gesagt, ich gehe jetzt in mein Zelt. Leute, wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Bis dahin, macht's gut. Ade. Tschüss.